My story began 30 years ago when I built the first democratic school. Also Sie haben ja den Hintergrund von mir gehört, meine Geschichte fängt praktisch vor 30 Jahren an, als ich angefangen habe, die erste demokratische Schule aufzubauen. But from my point of view, this is not my beginning. Aber aus meiner Perspektive ist das nicht wirklich mein Anfang. I born 60 years ago, but I think 45 years ago, it was to me a very important moment. Also vor 60 Jahren wurde ich geboren, aber vor 45 Jahren gab es einen sehr wichtigen Moment für mich. 45 years ago, when I was 16, I decided to left school. Vor 45 Jahren, als ich 16 Jahre alt war, habe ich mich entschieden, die Schule zu verlassen. And that was a very not regular decision. Und das war keine sehr reguläre oder normale Entscheidung. I left school, I think, because of 3 reasons. Ich habe die Schule, glaube ich, aus 3 Gründen verlassen. The first reason was that it was clear to me that no one see me. Der erste Grund war, dass mir klar war, dass mich hier niemand sieht. When I left school, I doesn't know to read and write. It's mean that I was in a very deep problem of dyslexic and dysgraphic. Also als ich die Schule verlassen habe, habe ich eine Schreibleseschwäche gehabt und hatte damit große Schwierigkeiten. So all the teachers in school until I was 16 tried to teach me read and write. All this teacher inside school, what they tried to do until I was 16, they tried to teach me read and write. Also bis ich 16 Jahre alt war, haben die Lehrer an der Schule versucht, mir beizubringen, Schreiben und Lesen zu lernen. But they don't see nothing for my strong area. They see only my weak areas. Sie haben aber nicht meine starken Bereiche gesehen, sondern sie haben nur die Bereiche gesehen, in denen ich schwach war. At the same time, I was very good in athletic. I was the Israeli champion of 100 meter running. Also ich war gleichzeitig sehr athletisch. Ich war der israelische Meister im 100-Meter-Lauf. Before I developed this area. Bevor ich diesen Bereich etwas weiter unten in meinem Körper entwickelt habe. And I was very good in the scouts. I was leading there. Also ich war auch ein Pfadfinder, da war ich auch sehr gut. And I was my city champion of Checkmate. Chess. Ja, und ich war auch Schachmeister in meiner Stadt. And I was in a lot of things very good. Und es gab viele Dinge, in denen ich sehr gut war. But only in school they look that Yaacov is one that doesn't know to read and write. In der Schule haben sie mich aber nur gesehen als Yaacov, das ist der weder lesen noch schreiben kann. So that was the first reason that I left school. Und das war der erste Grund, aus dem ich die Schule verlassen habe. The second reason that I left school, I doesn't understand why they teach me what they are trying to teach me. Und der zweite Grund, warum ich die Schule verlassen habe, war, dass ich nicht verstanden habe, warum sie mir eigentlich das beibringen wollten, was sie mir beibringen wollten. For example, let's think that you must to learn the subject that they teach you. Without this subject, you cannot live as adults in the world. Also sie dachten, sie müssen mir diese Fächer beibringen und wenn ich diese Fächer nicht lernen würde, könnte ich nicht mit den Erwachsenen in der Welt irgendwie zusammen sein. But it was clear to me as a student. Mir als Schüler war aber total klar, that the teacher of mathematics doesn't know English, and the teacher of English doesn't know mathematics, and they become to be teachers. So why they try to teach me everything? Was mir klar wurde, ist, dass der Mathelehrer nicht besonders gut Englisch konnte und der Englischlehrer nicht besonders gute Mathematik. Und warum musste ich dann all diese verschiedenen Fächer lernen? I see that my parents doesn't know what we study at school. We see that my uncles doesn't know. Why they try to teach me these things that it was clear that it's an unnecessary subject. Und was mir auch aufgefallen ist, dass die Fächer, die mir beigebracht wurden, weder meine Eltern noch meine Onkel noch verschiedene Leute sich darin besonders gut auskannten. Warum musste also ich diese Fächer lernen? And the third thing that took me out of school was that when I look outside school, it was to me quite clear what the real life is. And this real life doesn't exist in the school.
I cannot understand why they say that what we are doing at school prepare me to what will be after school. Der dritte Grund, warum ich die Schule verlassen habe, war, dass ich raus in die Welt geschaut habe und dabei festgestellt habe, dass das, was wir in der Schule machen, gar nichts mit dem zu tun hat, was in der Welt geschieht. Das heißt, die Schule bringt mir gar nichts bei, was ich in der Welt brauchen würde. Inside school, they all the time tell me what to do. In der Schule sagen sie mir die ganze Zeit, was ich zu tun habe. And check if I succeed to do it. Und prüfen die ganze Zeit, ob ich darin auch erfolgreich war, das zu tun. But outside school, it was clear that no one will tell me what to do. Außerhalb der Schule war mir klar, dass mir niemand sagen würde, was ich tun müsste. And outside, it's become a big question. And the big question is what I go to do with my life. Und draußen, außerhalb der Schule, da gab es diese große Frage, was werde ich mit meinem Leben anfangen? And I need to find my answer to what I want to do with my life. Und ich musste meine eigene Antwort für das finden, was ich mit meinem Leben tun wollte. So that was the three reasons that I decided to leave school. Und das waren die 3 Gründe, aus denen ich mich entschieden habe, die Schule zu verlassen. And then I decided to build a school. When I left school, immediately I left school before I was 16. And after I left school, I decided I want to build a school to students like me. Und dann, als ich die Schule verlassen habe, tatsächlich habe ich die Schule kurz bevor ich 16 wurde verlassen, habe ich sofort damit angefangen, eine Schule zu erschaffen, die für Schüler wie für mich geeignet ist. And it's taken me time to understand that it's not like me because everyone is like me. Und dann hat es nicht lange gedauert, oder ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich verstehe, dass es gar nicht eine Schule nur für mich ist oder für Leute wie mich, sondern eigentlich eine Schule für alle. Every one of us have a strong area, very strong area. Jeder von uns hat Bereiche, in denen er stark ist. Every one of us have a very weak area. Und jeder von uns hat auch Bereiche, in denen er oder sie schwach ist. And every one of us have a lot of mediocre areas. Und dann hat jeder von uns noch eine Vielzahl von Bereichen, in denen wir mittelmäßig sind. And it was quite clear to me that if I build a school, it's need to focusing in the beginning in the strong area of everyone, to give the option to everyone to find this strong area and develop it. Und mir war klar, dass in der Schule, die ich schaffen würde, wir am Anfang uns auf die starken Bereiche von jedem fokussieren würden, damit jeder erstmal seine starken Bereiche finden könnte. From my point of view, to think about child that go to school in the first grade and find that is a weak or mediocre, it's craziness. Aus meiner Perspektive ist es verrückt, als erstes bei einem Kind nach den Schwächen oder den Bereichen zu schauen, wo ein Kind mittelmäßig ist. It doesn't have any chance. If you, as a child, people, adults, professional people say that you are mediocre, you don't have chance to continue your life. Wenn dir als Kind Erwachsene, Profis, also Leute, die das professionell machen, sagen, dass du in Bereichen nur mittelmäßig oder schlecht bist, dann hast du eigentlich keine Chance im Leben. So, I decided to build a school. Ich habe also entschieden, eine Schule zu eröffnen. And the school, I thought how to call this school. Und ich habe darüber nachgedacht, wie ich diese Schule nennen würde. And because I thought that the school need to be exactly like the world outside, I began to call it Demokratische School. Und weil ich mir dachte, dass die Schule genauso sein muss, wie es da draußen ist, habe ich die Schule Demokratische Schule genannt. In this point, it's a big story, and I will do it shortly. Maybe if you ask me later a question, I will answer. Also das ist jetzt eigentlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Ich werde das kurz machen, aber ich kann gerne mehr darüber sprechen, wenn Sie mich später dazu fragen. And this I think story is how young child success to build a school. Und das ist eine Geschichte darüber, wie ein Jugendlicher erfolgreich ist, eine Schule zu eröffnen. But I jumped now until I was 27. Jetzt mache ich aber einen Sprung, bis ich 27 Jahre alt war. And in 97, I built a group and we built the first democratic school in my city. Und 1990, das Datum kann ich jetzt gar nicht. And when I was 27. Also da habe ich praktisch diese Schule geschaffen. And this is
a picture from our school, and this is inside the school. Das sind Bilder von dieser Schule, das ist in der Schule. And this is our school today. Das ist unsere Schule heute. The school is from 4-year-old until 18. Die Schule geht von 4 Jahren bis 18 Jahren. Oder die Schüler sind 4 bis 18 Jahre alt. And we have 600 students. Wir haben 600 Schüler. And the idea of the school is that we have, and immediately after we built this school, und die Idee von der Schule war, dass wir sofort, also direkt nachdem wir angefangen hatten, die Schule zu gründen, we have a huge waiting list. hatten wir sofort eine riesengroße Warteliste. We have the biggest waiting list of all the schools in Israel. Wir hatten tatsächlich sogar die größte Warteliste von allen Schulen in Israel. The school in the beginning was 300. Am Anfang konnten wir 300 Schüler aufnehmen. And we have 5,000 students that wait in our waiting list. Und wir hatten aber 5000 Schüler, die in unserer Warteliste warten mussten. So I call all the parents that was in the waiting list and call them like this meeting. Ich habe dann all die Eltern, die auf der Warteliste standen, angerufen und habe ein Treffen, so ähnlich wie das hier, einberufen. And I told them that they don't have any chance to get their child to our school. Und ich habe ihnen gesagt, dass sie keine Chance haben würden, ihr Kind in unsere Schule reinzubringen. But I will glad to help them to build another school in their cities. Aber ich würde mich sehr freuen, ihnen zu helfen, Schulen in anderen Städten zu gründen. So we build another 30 schools in Israel. Und so haben wir 30 weitere Schulen in Israel gegründet. And then, as you say before, when you present me, we built the International Democratic Education Conference. Und dann, wie ja auch in der kurzen Vorstellung über mich gesagt wurde, haben wir dann die internationale Konferenz für demokratische Schulen gegründet. And now it's become a huge movement all over the world. Und das ist jetzt eine große Bewegung über die ganze Welt. And it's today in 60 countries. Heute gibt es in 60 Ländern demokratische And Schulen. more than 200 schools. We have around 1,000 schools. Especially the biggest country is South Korea and Japan, that every one of them have 300 schools. Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, also 200 Schulen, beziehungsweise sogar über 1000 Schulen und ganz besonders in Japan und Südkorea gibt es sehr viele demokratische Schulen, also mehrere 100, 200, 300. So if you now go and look about all the democratic schools in the world and say what is the common, what you can see in this democratic school. Wenn Sie sich jetzt alle demokratischen Schulen auf der ganzen Welt anschauen und sich fragen, was ist das, was diese Schulen vereint? Was haben die gemeinsam? So you can see in all the democratic schools these 4 points. Es gibt in allen demokratischen Schulen diese 4 wesentlichen Punkte. But before I say what you can see in all the democratic schools, I want to say that every democratic school is different. Was ich aber, bevor ich sagen möchte, was die Schulen vereint, möchte ich sagen, dass jede demokratische Schule anders ist. We don't believe that can be 2 democratic schools the same. Wir glauben nicht daran, dass 2 demokratische Schulen identisch sein könnten. But the 4 basic you can find in most of the democratic schools. Aber diese 4 Basispunkte, die kann man in jeder demokratischen Schule finden. First of all, we have democratic community. Das erste ist eine demokratische Gemeinschaft. We run the school as a democratic community. Und zwar führen wir die Schule als demokratische Gemeinschaft. We have every week a meeting. Jede Woche haben wir ein Treffen, eine Versammlung. Of all the students, the teacher, and the parents, some school also parents that make decision about what is the rule of the school. Also jede Woche treffen sich die Schüler und die Lehrer, in manchen Schulen auch die Eltern, und entscheiden darüber, was die Regeln an dieser Schule sein sollen. After we make decision, we build the communities. Also with students and teachers that run the decision to be happened.
Und nachdem wir dann diese Entscheidung getroffen haben, bilden wir auch kleine Gemeinschaften oder Teams von Schülern und Lehrern, die dann diese Entscheidungen auch umsetzen. If someone break the rules inside the school, we have mediation committee or judicial committee that run by the student and the teacher and found a solution if someone break the law. Wenn jemand sich nicht an die Regeln in einer Schule hält, dann haben wir Mediations- oder auch Justizkomitees, die sowohl von Schülern als auch Lehrern geführt werden und dann sozusagen mit diesen Fällen sich auseinandersetzen. We have a personalized learning. Wir haben personalisiertes oder persönliches Lernen. It's mean that every student in our school decide his learning plan. Und das bedeutet, dass jeder Schüler an der Schule selbst über seinen oder ihren Lehrplan entscheidet. So if we, for example, I give you our school in Hadera, that is the biggest democratic school with 600 students, every student have a different learning plan. Und ein Beispiel von meiner Schule in Hecht, die 600 Schüler, auf der 600 Schüler gerade zur Schule gehen, da hat jeder einzelne Schüler einen anderen Lehrplan für sich. And when I say learning plan, I don't mean that only by courses. You can take courses, but you can play, you can go to a workshop, you can go to internship outside school, you can do everything. Und was ich aber mit Lehrplan meine, ist nicht nur Kurse. Es gibt Kurse, man kann Kurse besuchen, man kann aber auch spielen, man kann an Workshops teilnehmen, man kann beispielsweise auch ein Praktikum irgendwo außerhalb der Schule machen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. It means that students can choose what, how, where they want to learn. Also, die Schüler können entscheiden, was sie lernen, wie sie es lernen, wann sie es lernen und mit wem sie es lernen. So, another very important thing, we a very close relationship between the adults and the children, and we in dialogue all the time. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass wir eine sehr nahe Beziehung zwischen den Lehrern und Schülern haben und die ganze Zeit über in einem Dialog stehen. Also wir sprechen viel miteinander. And the third thing is that the content that we teach inside our school is from the point of view, in most of the places, is from the point of view of nationality and the content. And what we are talking is the content comes from the point of view of human rights. For you can learn everything, different subject, but we will look from the rights of the woman. We will work of the rights of the minority, from the idea of human rights. Und an den meisten Schulen ist es so, dass der Inhalt letztlich national bestimmt ist, also von Land zu Land auch verschieden ist. Bei uns ist es so, dass die Grundlage, also die Perspektive, aus der wir alles betrachten, die Menschenrechte sind. Also auch zum Beispiel, wie es bestimmten Minderheiten geht und also alles, was mit Menschenrechten zu tun hat, ist die Grundlage von dem, was an demokratischen Schulen auch unterrichtet wird. So a lot of people ask me, so you build like some school like it's the kingdom of the children? Und manche Leute fragen dann, ihr habt also eine Schule gegründet, bei denen das sozusagen ein Königreich der Kinder ist? I say no. Und da sage ich nein. It's a kingdom of teacher and student. Nein, es ist ein Königreich von Lehrern und Schülern. Of adults and student. Von Erwachsenen und Schülern. Because in a traditional school, we don't have the teacher that have no power. In the traditional school. In den traditionellen Schulen most of the teacher doesn't have any power to decide what they want to learn, how they want to learn. Everything comes from top down. Da haben die Lehrer tatsächlich praktisch so gut wie gar kein Bestimmungsrecht oder gar keine Macht darüber, was sie eigentlich überrichten. Das kommt alles von oben. So think that in democratic education, teacher and student together making decision. Und in der demokratischen Bildung ist es so, dass die Lehrer und die Schüler gemeinsam diese Entscheidungen treffen. So, to explain this, I want to go back to the name democratic. Um das zu erklären, möchte ich zurückgehen zu dem Namen demokratisch. And that's what when I give you my story,
is a personal story, but now I think in the last year, it's become clear to me that we are doing something much bigger to a school, to our kids. Und die Geschichte von mir, die ich Ihnen zu Beginn erzählt habe, das war eine persönliche Geschichte. Aber ganz speziell im letzten Jahr wird es mir klar, dass was wir hier tun, letztendlich etwas für alle Kinder ist. Think that most of the countries in the world today call themselves democratic countries. Denken Sie mal darüber nach, dass in den meisten Ländern in der Welt die Länder sich demokratische Länder nennen. And they adapt the education system, the same education system that was 100 years ago, that prepare people to the dictatorship countries. Und dann verwenden die aber genau das gleiche Schulsystem, das vor 100 Jahren dafür verwendet wurde, um die Menschen für diktatorische Länder vorzubereiten oder für das Leben in diktatorischen Ländern. Or at least undemocratic countries. Oder sagen wir zumindest nicht demokratische Länder. So it was a mistake. Das war ein Fehler. This system that they say to you, sit and listen to the teacher. Dieses System, das dir sagt, setz dich hin und hör dem Lehrer zu, cannot prepare you to the life of what we call democracy. das kann sie doch nicht auf das Leben, was wir als Demokratie bezeichnen, vorbereiten. So what I understand that democratic education is the missing piece of the puzzle of democracy at all. Wie ich das also verstehe, ist tatsächlich demokratische Bildung oder demokratische Schulen das fehlende Puzzlestück für die Demokratie an sich. It's exactly what happened with the women. Es ist genau das Gleiche, was mit den Frauen passiert ist. That England, United States, 100 years ago called themselves democracy. Stellen Sie sich das vor 100 Jahren haben sich England und die Vereinigten Staaten Demokratien genannt. But the women have no any rights. Frauen hatten zu dieser Zeit aber überhaupt gar keine Rechte. So I think in the last 100 years we fix the rights of the women. No, we don't fix. We try to fix. Because we have a lot of what to fix in the rights of women. But I think the challenge today is to fix the rights of the children and the education. It cannot be that education that look like what we see today prepare people to the life that we call democracy. Und es ist zwar so, dass in den letzten 100 Jahren die Frauenrechte nicht komplett zu ihrer Vollendung gekommen sind, aber zumindest haben wir ganz viel damit in Ordnung gebracht. Und was aber jetzt ansteht, ist, dass wir auch die Rechte von Kindern stärken. Denn es kann ja nicht angehen, dass wir mit Schulen, die nicht demokratisch sind, Kinder darauf vorbereiten, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben. Okay, now it's the PowerPoint, the slides that some of you saw it, and in this slide I will try to explain the art of democratic education. Und manche von Ihnen kennen vielleicht schon die folgenden Folien. Hier möchte ich die Kunst der demokratischen Schulen erklären. Think that this shape represents all the knowledge that exists in the world, all the knowledge. Also diese Blase hier auf der Folie, die repräsentiert das gesamte Wissen in der Welt. And you see these people? Und sehen Sie diese ganzen Leute? This is us. Das sind wir. And think about this. We are different. Und denken Sie daran, wir sind verschieden. It's so exciting that we are different. Das ist so aufregend, das ist so spannend, dass wir alle unterschiedlich sind. We have different talent and different motivation and different passion. Wir haben alle unterschiedliche Talente, unterschiedliche Motivationen und unterschiedliche Leidenschaften. I think the most wonderful things that exist in the world that we are different. Ich denke, eins der schönsten Dinge in der Welt ist, dass wir alle verschieden sind. And then in the middle of the industrial age, und dann irgendwann in der Mitte des Industriezeitalters, they decide to build this box. Haben Sie sich überlegt, dass man diese Schachtel, diese Box da erzeugt? This box called the curriculum. Und diese Box oder diese Schachtel, das ist jetzt der Lehrplan. They will find the subject that everyone need to know.
Sie werden also die Fächer herausfinden, die jeder unbedingt kennen muss. It will be a little bit mathematics, Es wird ein bisschen Mathematik, but most of the mathematics will be here, outside the school. aber ein Großteil der Mathematik ist außerhalb von dieser Schule. It will be a little bit history, Es wird auch ein bisschen Geschichte sein. and most of the history will be outside in the area of knowledge outside the school. Aber das meiste, was es über Geschichte zu wissen gibt, ist in dem Bereich außerhalb der Schule. And you know who will decide what we will study in history? Und wer wird denn entscheiden, was wir über die Geschichte lernen sollen? Our politician. Unsere Politiker. They decide Sie entscheiden das. what it means, the history of Israel, German, I don't know where. Über die Geschichte von Israel, von Deutschland und ich weiß nicht wo überall. And what this box do is much more dangerous. Und was diese Schachtel aber letztendlich noch tut, ist noch viel gefährlicher. The idea was in the industrial age, maybe, God make mistake. Im Industriezeitalter war die Idee, vielleicht macht man da einen Fehler. That it create us different. Also vielleicht hat Gott einen Fehler gemacht, uns verschieden zu erschaffen. I need to explain it more deeply. Ich muss das etwas weiter ausholen, um das zu erklären. I think some of you believe that God created us, Also ich denke, manche von Ihnen and glauben, some people believe that nature created us. manche von Ihnen glauben wahrscheinlich, dass Gott uns erschaffen hat und manche, dass uns die Natur erschaffen hat. So to me it's not important. Für mich ist das gar nicht so wichtig. But the process that creates us as a human being decide that we will be different. Aber wie auch immer wir als Menschen erschaffen wurden, dieser Prozess, der uns erschaffen hat, hat uns als verschiedene, als unterschiedlich erschaffen. Think about this, that God now sit somewhere and decide to create human being, and they say, how to do the human being? To do them the same or different? Also stellen wir uns mal vor, dass Gott da saß und sich überlegt hat, wie erschaffen wir jetzt den Menschen? Erschaffen wir die Menschen alle gleich oder verschieden? And let's think that He decide the opposite. He decide, let's do the human being the same. Und stellen wir uns vor, er hätte das auf die andere Art entschieden, also das Gegenteil, dass alle Menschen gleich sind. It's mean that I was coming now to Augsburg and all of you, Yaacov. Das würde bedeuten, ich komme jetzt hier nach Augsburg und Sie alle, ihr alle seid Yaacov. And I go in the streets of Augsburg and everyone is Yaacov. Und ich gehe dann raus in die Straße und überall ist Yaacov. That can be the worst situation that you think. Ask my wife. Das ist die schlimmste Situation, die man sich noch vorstellen könnte. Wenn ihr mir nicht glaubt, fragt meine Frau. And so boring. Everyone, I cannot talk with no one. You know what I want to do. Das wäre so langweilig. Ich könnte mich mit niemandem unterhalten. Ich wüsste ja schon, was die denken und die wüssten, was ich denke. So, in the industrial age, Aber im let's go Industriezeitalter, back. They say, if we do a product in the assembly line, let's do it also with people. da haben die sich gedacht, also wenn wir jetzt sozusagen ein Produkt am Fließband erstellen können, in so einer Produktionslinie, dann können wir das ja auch mit Menschen machen. And let's take children in the same age Nehmen wir Kinder alle im gleichen Alter and put them in the same class und tun sie in die gleiche Klasse and put them one teacher und dann geben wir denen einen Lehrer and give them the same curriculum. und geben denen allen den gleichen And Lehrplan. then maybe they become the same. Und dann vielleicht werden sie dann irgendwie alle gleich. The ideal student. Der ideale Schüler. And I think this is the mistake that happened in the industrial age, but this box say, okay, to do it, let's push everyone inside the box. Und ich glaube, das war der Fehler, der im Industriezeitalter gemacht wurde. Und letztendlich ist da Folgendes passiert. Man hat gesagt, einfach alle in diese eine Box rein. And let's get inside, also you get inside. Also geht's alle rein, You rein da, get inside, los rein in die Box. get inside. Jetzt geh in die Box rein. This is the problematic children. Das sind die Probleme. All the time, they don't want to get inside. Die ganze Zeit wollen wir nicht in diese Box rein, die Problemkinder. But in the end,
that is that. Aber wir kriegen auch die irgendwie in die Box rein. And this is what happened now in schools. Und das ist, was jetzt in den Schulen passiert ist. I think another thing happened today. We are calling our area today the knowledge time. Und denken Sie über Folgendes nach. Wir nennen unser Zeitalter jetzt das It's mean- Wissenszeitalter. This shape double himself every half year. Mit anderen Worten, also diese Blase hier, die wird jedes Jahr doppelt so groß. So this box every minute become unrelevant. Das bedeutet, dass diese kleine Schachtel mit dem ganzen Wissen von Minute zu Minute irrelevanter und irrelevanter wird. But if you look carefully inside this box, Wenn man aber wenn man sich diese Box mal ganz genau anschaut, you understand that this is not a box. This is a pyramid. stellt man fest, dass das nicht eine Schachtel wie ein Würfel ist, sondern dass es tatsächlich eine pyramidenförmige Schachtel ist. What it means that inside the box they tell the children you are the excellent, you are the mediocre, and you are the weaker. In dieser Schachtel wird also den Kindern gesagt, okay, also ihr seid die exzellenten Schüler und ihr hier, ihr seid so mittelmäßige Schüler, ja, und die anderen, ihr seid schwache Schüler. And I hope that you know, everyone that sits here, that this is the biggest line of the education. Und ich hoffe, jeder von Ihnen versteht, dass das letztendlich die allergrößte Lüge in der gesamten Bildung ist. Because the people that is weak only in the box. Denn das Kind, das schwach ist nur innerhalb von dieser Schachtel Someone schwach. that's weak in the box can be excellent in this area, or in this area, or in this area. Jemand, der nämlich schwach in dieser Box ist oder in dieser Schachtel ist, der kann durchaus in einem anderen Bereich exzellent sein. I was the worst student in my school. I doesn't know to read and write in the end of my school. Ich war der schlechteste Schüler in meiner ganzen Schule. Ich konnte So- nicht mal lesen und schreiben am Ende meiner Schulzeit. But what it mean about me as an adult? Was bedeutet das aber für mich als Or is it Erwachsener? about not adult, about myself as a student? Oder was bedeutet das für mich als Schüler? I think you know a lot of people that was excellent and then not successful in life, and people that was very weak and they was very successful in life. Sie kennen wahrscheinlich selbst viele Beispiele von Schülern, die in der Schule exzellent waren und dann aber keinen Erfolg im Leben hatten, genauso wie von Menschen, die in der Schule nicht besonders gut waren und trotzdem Erfolg im Leben hatten. So what we do in democratic education, we take people and give them a break to go outside the box and find their strong area. Was wir in demokratischen Schulen machen, ist, dass wir Schülern den Mut geben, außerhalb von dieser Box zu gehen und ihre starken Bereiche zu finden. When you find your strong area, it gives you a power to Wenn man- believe in yourself, to believe in your power to learn new things. Wenn man seine starken Bereiche findet, dann gibt einem das die Macht, an sich selbst zu glauben und auch zu verstehen, dass man etwas lernen kann. And then you can also go back to a place that you are weak, but after you have a lot of success. Und dann kann man auch zu Bereichen zurückgehen, in denen man schwach ist, aber das tut man dann, nachdem man bereits viele Erfolge hatte. My good friend Sir Ken Robinson called these places the element. Also mein guter Freund Sir Ken Robinson, oder Ken Robinson nennt das Element. What it means the element? Because a lot of people say to us, so what you need to do to success in your life? Und warum nennt man das jetzt das Element? Die Leute fragen sich ja, was muss man tun, um Erfolg im Leben zu haben? So Ken Robinson say, you can success in your life if you will find your unique talent. Könnte ich vielleicht sagen, man wird Erfolg in seinem Leben haben, wenn man sein einzigartiges Talent findet And connect it to your motivation und das mit seiner Motivation in Verbindung bringt or your passion. oder seiner Leidenschaft. This point, that your talent and passion point together, this is your chance to success in your life. Dieser Punkt, an dem Talent und Leidenschaft zusammenkommen, das ist der Punkt, wo man im Leben erfolgreich sein kann. I will give you an example. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. Think that you are a student in the classroom
and you do now very good in mathematics. Stellt euch vor, ihr seid ein Schüler in einem Klassenzimmer und ihr seid sehr gut in Mathematik. And you choose to learn mathematics because your father and mother say to you that it's not life without mathematics. Und sie lernen Mathematik, weil ihre Eltern ihnen sagen, dass es kein Leben außerhalb der Mathematik gibt. But this is not your passion. Aber das ist gar nicht deine Leidenschaft. So you learn mathematics and you are very good. Sie lernen also Mathematik und sind aber trotzdem sehr gut. And the other student is very interesting in water. Und der andere Schüler, der ist sehr an Wasser interessiert. Water is passion. Wasser ist Leidenschaft. And he learn about water and what we can do to clean water, and he go in the internet and research water, and all his passion is around water. Und er fängt dann an, alles darüber zu lernen, wie man Wasser reinigen kann, wie man Wasser in Ordnung bringen kann. Er recherchiert im Internet und seine ganze Leidenschaft ist komplett dem Wasser gewidmet. And you can change the water in any subject that you want. Interesting about sweaters. Und Wasser kann man natürlich jetzt durch jedes beliebige Thema ersetzen, das man möchte. Man könnte das auch über Sweatshirts oder Pullis machen. What can Robinson say? Was kann Robinson dazu jetzt sagen? That this child will prepare himself to life much better than someone that learned very deeply mathematics, but this is not his passion. Dass so ein Kind sich viel besser auf sein Leben vorbereitet, als jemand, der zwar Mathematik sehr viel lernt, aber eigentlich da gar nicht seine Leidenschaft hat. And that's because it's time change. Und das liegt daran, dass die Zeiten sich verändern. And most of us, the adults here, live in time that if you were average and you do like everyone, you succeed in life. Und wenn man sich jetzt uns anschaut, also unsere Erwachsenen, und man ist so durchschnittlich und man hat so auf seine Art Erfolg im Leben gehabt. That's the reason that my mother tell me all the time, Yaacov, you cannot be at least one time like everyone. Deswegen sagt mir meine Mutter immer, Yaacov, kannst du nicht wenigstens ein einziges Mal so sein wie alle anderen? And she says it's because she take care of me. Because to be like everyone, it's mean to be success in life. Und sie sagt mir das, weil sie sich um mich sorgt oder weil ich ihr wichtig bin und weil bei uns bedeutet, Erfolg im Leben zu haben, so zu sein wie alle anderen. It's mean that to go to school like everyone, to finish school like everyone, to go to university like everyone, and to begin to and married like everyone, and to go to work like everyone. This is life. Also das Leben ist, also man geht erstmal zur Schule wie jeder, dann macht man die Schule fertig wie jeder, dann fängt man an zu studieren, dann bekommt man einen Job, dann heiratet man, so wie alle anderen auch. But today we are in totally different time. Heute leben wir aber in einer völlig We are anderen not Zeit. the time of the average, we are time of excellence. Wir sind nämlich nicht die Zeit des Durchschnittlichen, wir sind die Zeit der Exzellenz. If you are not excellent in something, you don't find a job in the future. Wenn Sie jetzt nicht exzellent in irgendeinem Bereich sind, dann werden Sie in der Zukunft keinen Job mehr And finden. that's called the age of the knowledge. Und das nennt man eben It's mean Wissenszeitalter. that to find something, you need to in something to be excellent. Und das bedeutet, dass man irgendetwas finden muss, in dem man exzellent ist. It's a very big book now. It's called The End of the Average. Und da gibt es noch ein großes Buch, das nennt sich Das Ende des Durchschnittlichen. Also, But I will continue with this, that the new education system that I talk about, that we are not talking about a small part of the knowledge that it become like the encyclopedia, like the most important knowledge, and we are talking about learning all the knowledge that available to us. Also worüber ich hier spreche, das ist eben nicht, oder womit ich jetzt auch weitermachen möchte, das ist eben nicht das Wissen, was man zum Beispiel in eine Enzyklopädie reinpacken könnte, sondern das ist das gesamte Wissen, das es in der Welt gibt. So when we learn all the knowledge that exists to us, in the Google, in the Internet, this is totally different way of learning. Wenn wir jetzt also all das Wissen oder von all dem Wissen lernen, das uns zur Verfügung steht, über das Internet, über Google beispielsweise, In this way, everyone can be
a professional, it can be a teacher, and everyone is a student. So kann nämlich dann jeder gleichzeitig ein Lehrer und auch ein Schüler sein. So what we are talking in the democratic education is moving from the world of pyramid and inside the box to the world of networking and without a box. Learning in all the knowledge that exists and not in the encyclopedia small parts of learning. Wir gehen also von so einer Art eingekastelten Lernen, wo man in so einer klitzekleinen Schachtel ein bisschen was lernt, hin zu einem Lernen, wo man vernetzt ist, wo man voneinander lernt und wo einem das gesamte Wissen, das existiert, zur Verfügung steht. So, that's what I done until 95. Das ist, was ich bis 95 gemacht habe. But in 95, something happened in Israel. Und 95 ist dann in Israel etwas geschehen. And our Prime Minister, Yitzhak Rabin, was murdered. Unser Premierminister wurde ermordet. And a day after his murder, the Minister of Education called me. Und danach ist seine Mutter, die Bildungsministerin, and said to me, let's make a revolution in the Israeli education system. Zu mir gekommen und hat gesagt, lasst uns eine Revolution im israelischen Bildungssystem vornehmen. You need to understand, he murdered because he tried to push the peace process. Sie müssen verstehen, er wurde deswegen ermordet, weil er den Friedensprozess anschieben wollte. And we understand deeply that something in our democracy is not working. Und da haben wir auf tiefgreifende Art und Weise verstanden, dass irgendetwas in unserer Demokratie nicht funktioniert. So it's become a big chance to us, the group of democratic education, to say, okay, if you can do now in all the schools in Israel, what do you want to do? Und das war eine große Chance für uns, die demokratische Schulen unterstützt haben, denn jetzt hatten wir die Möglichkeit, also dass uns gesagt wurde, macht das, was ihr machen wollt. And I will show you now a little bit what we are doing now in Israel and try to change not the democratic school become like the lab, the experiment lab, and now we work with thousands of regular schools and try to change them. Und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, sind ein paar Aspekte von dem, was wir in demokratischen Schulen machen. Und was wir machen, ist im Prinzip wie so ein Experimentierlabor. Wir probieren Sachen aus und teilen das dann aber mit den anderen Schulen. So what we are trying to do is how to build a different classroom. Das Erste, was wir machen, ist herauszufinden, wie man ein anderes Klassenzimmer erschaffen kann. How to build a democratic classroom. Wie kann man also ein demokratisches Klassenzimmer erschaffen? And this, because we understand that it will be very difficult to change school. And so we begin to think how to change classroom. Denn wir erkennen, dass es sehr schwierig ist, einfach Schule zu verändern. Und so fangen wir an, zuerst uns zu fragen, wie kann man das Klassenzimmer verändern? And the classroom stopped to work like a pyramid. Das Klassenzimmer hört also auf, wie eine Pyramide zu funktionieren. And try to the learning process will be in a different way. Und der Lernprozess wird dann auf eine andere Art und Weise angestoßen. And we call it Classroom 2.0. Wir nennen das Klassenzimmer 2.0. Because we use the name 2.0 because Web 1.0 and to moving to Web 2.0. Also wir orientieren uns da am Internet, also das Internet, da gab es ja auch dieses erst 1.0 und dann Internet 2.0. Oder Web 2.0. 1.0 it's like a website that professional people put the content and all the other get the content. Am Anfang war es ja so, dass im Internet Profis eine Website gebaut haben und dann konnten alle anderen diese Website sich anschauen. Newspaper is 1.0. Also Zeitungen beispielsweise. Television is 1.0. Fernsehen ist 1.0. But Web 2.0 is like Facebook, that everyone get inside information and take from the Facebook the information. Facebook, everyone is a creator and everyone is
Genau, also ein Beispiel wäre zum Beispiel Facebook, wo jeder sowohl Informationen erzeugt, Informationen zur Verfügung stellt, als auch Informationen von anderen abrufen. Yeah, or YouTube, that everyone can put a video and everyone can look it. Oder YouTube ist ein anderes Beispiel. Jeder kann ein Video auf YouTube hochladen und jeder kann sich Videos bei YouTube anschauen. So what we done, we built the course, classes that it's a very simple class. That this class can be viral, it can go very far away. I give you now, I am sure that tomorrow a lot of you will do it. Wir haben also ein ganz einfaches Klassenzimmer erzeugt, sodass das viral gehen kann. Ich zeige euch das heute und dann kann es sich ausbreiten. And we have only 2 rules in this classroom. Und Only 2. in diesem Klassenzimmer haben wir nur 2 Regeln. One, every student is a teacher and every teacher is a student. Also das eine ist, jeder Schüler ist ein Lehrer und jeder Lehrer ist ein Schüler. It means that all the learning is by peer learning. All the learning is by peer learning. Das heißt, das gesamte Lernen ist ein Lernen von den sag mal, Kollegen, also von den anderen. So everyone teach everyone. Also jeder unterrichtet jeden. The second thing is that we have a common goal. This is the first one. The first one is everyone have the common goal. Yeah. Und das zweite, das ist hier auf der Folie eigentlich das erste, aber jeder hat, also das gesamte Klassenzimmer hat ein gemeinsames Ziel. What it mean? Was bedeutet das? In traditional classroom, everyone compete with everyone. Yeah. Im traditionellen Klassenzimmer ist es doch so, dass jeder miteinander in Wettbewerb steht. For example, in Mathematik. Beispielsweise in Mathematik. You can be my friend, but I want to be better than you. Du kannst zwar mein Freund sein, aber ich möchte besser sein als du. I want to be the best in mathematics in my class. Ich möchte der Beste in Mathematik sein in meiner Klasse. So when we do a common goal, wenn wir jetzt aber ein gemeinsames Ziel haben, the class have a grade. Pardon? The class have a grade. A common grade. Grade. Ach, eine gemeinsame Note, okay. Sorry. Dann hat die Klasse eine gemeinsame Note. It means that we do a test exam, for example. We call it, in every class we have this graph and we have training and game, training and game, training and game. Also wir haben, also praktisch statt Prüfungen haben wir Unterricht, Spiel und haben dann so ein Graph, wie hier vorne abgebildet ist. Training is that everyone teach everyone. Der Unterricht bedeutet, dass jeder jeden anderen unterrichtet. Game is a test. Das Spiel ist die Prüfung. But we give the average of the classroom. Wir schauen uns dann aber den Durchschnitt des Klassenzimmers an. So let's think this is the game area and this is the grades of the classroom. Also wir haben sozusagen hier das erste Spiel und dann haben wir das nächste Spiel. Das sind die Noten des gesamten Klassenzimmers. The classroom begin to think how they can study and teach one another and make their grades better. Und jetzt denkt die also alle Teilnehmer der Klasse darüber nach, wie man sich gegenseitig so unterrichten kann, dass die Gesamtnote besser wird. For example, what we do, we take the discussion from the teacher room and put it in the classroom. Was wir also tun, ist, dass wir die Diskussion aus dem Lehrerzimmer rausnehmen und diese Diskussion in das Klassenzimmer reinbringen. We have another game which go down and up, and it's like biofeedback of the classroom. Und also es geht dann mal hoch, dann geht es bei der nächsten Prüfung, also beim nächsten Spiel vielleicht wieder ein bisschen runter und dann wieder hoch. Und das ist ein bisschen wie Biofeedback für das Klassenzimmer. But I give you now an example about mathematics in traditional school. Also ein Beispiel über Mathematik in traditionellen Schulen. But think about prepare the trip of the year like this. Also stell dich vor, dass ihr die Klassenfahrt dieses Jahr so vorbereitet. Or to do project inside school like this. Oder ein Projekt in der Schule so zu machen. So, and what we see today in Israel, we have like 2,000 classes like this. Und heute haben wir in Israel ungefähr 2000 Klassen, die so aufgebaut sind. And most of the teachers say that this is
first of all, the grades of traditional subject become much higher. Also das Erste ist, dass auch nach sozusagen dem traditionellen Bewertungssystem die Noten in den verschiedenen Fächern besser wurden. And most of the teacher like to teach like this. Und die meisten Lehrer mögen es auch auf diese Art und Weise zu unterrichten. And I ask a lot of teachers why they prepare to work with Classroom 2.0 and not in the traditional way of teaching. Und dann habe ich die Lehrer gefragt, warum unterrichtet ihr denn lieber nach diesem Klassenzimmer 2.0 als auf die traditionelle Art und Weise? And the answer that they give me, it was very clear. They tell me. Und die Antwort, die sie mir gegeben haben, die war ganz klar. Sie sagen mir. They told me, this way give us time. Sie sagen mir, diese Art gibt uns Zeit. And one time I sit with a teacher in the teacher room, and she said to me this the first time, it's make us a time, and I asked her, what do you mean? Und also ich saß einmal mit einer Lehrerin oder mit einem Lehrer im Lehrerzimmer, mit einer Lehrerin, und sie hat mir gesagt, also ich gewinne dadurch Zeit, und ich habe sie gefragt, was meinst du denn damit? So she said to me, oh, I have an idea how to show you. Und dann sagte sie mir, okay, ich habe eine Idee, wie ich dir das zeigen kann. So she take me from the teacher room and we go in the school. Sie hat mich also vom Lehrerzimmer in ein Klassenzimmer gehen lassen. And then she opened the door of her class and she said, you see? And what we see there is the student was learning. Und was sie hat dann die Tür geöffnet und hat gesagt, schau mal. And at the same time that she talked with me in the teacher room. Und was wir da gesehen haben, war, dass während sie mit mir im Lehrerzimmer gesprochen hat, die Schüler gerade gelernt haben. Because think what we done in the traditional schools. Schauen Sie sich mal an, was wir in traditionellen Schulen gemacht haben. We take one of the most exciting that we have as a human being. Wir nehmen sozusagen das Aufregendste, was wir als Menschen haben. To find new ideas. Neue Ideen zu finden. And do it like a punishment. Und dann machen wir das wie eine Bestrafung. Think that if we thought ideology, how it's look like, need to be class, it need to be like this. Also wenn wir schauen würden, wie es ideal ist in einem Klassenzimmer, dann müsste es folgendermaßen sein. The teacher say, okay, you ready? Now see, I will show you a genius person, he called Newton, you don't believe what he found, this is what he found. And all the people, students do, wow, yo, wow. And if you listen to the classroom, you will listen like this. Wow, yo, wow. We find new ideas. Also da müsste es ja so sein, dass der Lehrer sagt, okay, also ich zeige euch halt mal was ganz Neues. Da gibt es dieses unglaubliche Genie, das ist Newton. Und dann zeigt man Newton auf dem Bild und dann sagen alle, wow, das ist so ein Genie, das ist total genial. Also alle sind total aufgeregt. And in the reality you find students sit like this and okay, and what? So we destroy to these people one of the beautiful things that exist in life. Was man da aber in der Realität sieht, ist, dass die Schüler gelangweilt und müde im Klassenzimmer sitzen und da sehen wir, dass wir das eigentlich Schöne am Leben zerstört haben. And the people in the Classroom 2.0 begin to talk with us that they like to come because it's become like a football game. Und die Leute im Klassenzimmer 2.0, die sagen, aber wir gehen gerne dahin, wir like gehen gerne in die Schule, das ist wie bei einem Fußballspiel. In a football, the same exciting things happened in a football team. Also die gleiche Aufregung, also das gleiche Aufgeregtsein gibt es auch bei einem Fußballspiel. In the football team, everyone have a different rule. Im Fußballspiel, also im Fußballteam hat jeder eine andere Regel. But together we need to achieve a goal. Aber gemeinsam erreicht man dann ein Ziel. And think, it's not so. We don't have a reason why it's so important that the ball get inside to the goal. Und es ist dabei gar nicht so wichtig, dass der Ball letztendlich ins Tor reingeht. It depends what is the team working, how they work together. Sondern es hängt davon ab, wie das Team zusammenarbeitet.
And that's what we begin to do in Classroom 2.0. Und das ist das, womit wir jetzt im Klassenzimmer 2.0 anfangen. In this point, it was in 2011, came the MOOC. Und da kam dann 2011 MOOC. MOOC, who know what is MOOC? Wer weiß, wofür MOOC steht? Ja. You don't know MOOC? Wer kennt Wow. MOOC? Oder Wow. Sie kennen MOOC nicht? Wow. You know. Yeah. Okay, that's who take MOOC and make MOOCs? You take MOOCs? Also wer No. macht MOOCs? Okay. Oh, this is so wow. Wow. It's the first time in my life. Das ist das erste Mal. Because MOOC is the biggest thing that exists now in the education system. MOOC is a massive open online courses. Okay, das sind also praktisch Online-Kurse, und zwar I tell you große what- offene Online-Kurse. I tell you what happened in 2011. 2011 ist Folgendes passiert. In 2011, Stanford University in the United States take the most exciting course that a lot of people from all the world want to get inside this course. Da wurde in Stanford, It's a course in USA, AI. da wurde einer der interessantesten Kurse von damals genommen, ein Kurs über künstliche Intelligenz. And they put, and if you want to go to this course, you need to pay $40,000. Und wenn man diesen Kurs besuchen möchte, musste man $40.000 dafür bezahlen. So they take this course and put it by free in the internet. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass sie diesen gesamten Kurs kostenfrei ins Internet gestellt And haben. who will finish this course, get the same certificate without paying money, Und, like someone that go to the course in Stanford. und wer diesen Kurs jetzt erfolgreich abschließt, der bekommt das gleiche Zertifikat wie jemand, der für viel Geld in Stanford studiert hat. 160,000 people registered to this school. Dann haben sich 160.000 Leute für diesen Kurs angemeldet. Finish 23,000. Und 23.000 haben ihn auch abgeschlossen. And that's begin to make a lot of more noise in the field of education. Und das hat in diesem ganzen Feld der Bildung oder Bildungswissenschaft ziemlich für Aufruhr gesorgt. And immediately, Harvard University and MIT begin to give their MOOCs. Harvard und MIT haben dann auch solche MOOCs gestartet. Today, all, I don't know what happened here, but I'm sure that also here, all the university in the world take their best courses and put it online by free. Heute, ich weiß nicht, was da hier passiert ist, dass das ja keiner kennt, vielleicht war das auch, ich weiß nicht, ob das unter einem anderen Namen bekannt ist auf Deutsch, aber geben praktisch sämtliche Universitäten ihre Kurse kostenfrei, also kostenlos im Internet frei. The problem with the MOOCs is this, Das Problem mit den MOOCs ist folgendes. that if you take these MOOCs by computer in your home, Wenn man sein MOOC zu Hause am Computer durchführt, only 4% succeed to finish the MOOC. dann schaffen nur 4% diesen Kurs auch abzuschließen. So it's very difficult to finish the MOOC. It's to make the to learn, to make the work, and to make the exams. Es ist also sehr schwierig, das abzuschließen, also das zu lernen und daran zu arbeiten und dann letztendlich auch die Prüfungen erfolgreich zu bestehen. So 5 years ago, I come to the Minister of Education in Israel, Vor 5 Jahren bin ich dann also zum Bildungsminister in Israel and gekommen I told him, let's make the MOOCs und ich habe gesagt, lasst uns diese in MOOCs the high machen school in Israel. auf den sozusagen Gymnasien in Israel. He said to me, Yaacov, it's a bad idea. Und er hat zu mir gesagt, Jakob, das ist eine ganz schlechte Idee. Because tomorrow will written in the newspaper, Shai, this is the name of the Minister of Education, bring academic level to the high school in Israel and 4% success. Denn dann wird morgen in der Zeitung stehen, dass Shai, das ist der Name des Bildungsministers, das Bildungsniveau an den israelischen Schulen auf 4% reduziert. So I tell them, yeah, 4% with the traditional way of learning.
Und ich habe ihm dann gesagt, ja, 4%, wenn man das auf die But traditionelle you remember- Art des Lernens macht. But you remember Classroom 2.0? Aber du erinnerst dich doch an Klassenzimmer 2.0, oder? Let's do the MOOC by the process that everyone teach everyone. Lass uns dieses MOOC so machen, in diesem Prozess, wo jeder jeden anderen unterrichtet. And we try to, and we say, okay, let's try it. In the beginning, we try it only with 50 classes. Und er hat dann gesagt, okay, lass uns das versuchen. Und wir haben es am Anfang mit And 50 Klassen versucht. In the beginning, it was 30%, but after a year, Und am Anfang waren es 30%, aber nach einem Jahr we jumped to 88% finishing. hatten wir 88%, die diese Kurse abgeschlossen haben. I need to that you understand Das what we müssen Sie mal done. verstehen, was wir hier gemacht haben. For example, we go to student of Bedouin in the desert of Israel. Also wir gehen vielleicht zu einem Schüler in Bedouin, das ist in der It's- Wüste von The Israel. children, the most social economy low in Israel. Also das sind Schüler, die sozial ganz niedrig in They Israel live in leben. the middle of the desert. Die leben mitten in der Wüste. And we bring them a course of Stanford University. Und wir bringen denen jetzt einen Kurs von der Stanford Universität. Most of them doesn't know English. Die meisten von denen können nicht einmal Englisch. But we say to them, you need only one, two that know English, because everyone need to take another role in the group. Und wir sagen aber, es reicht, wenn nur einer von euch Englisch kann, weil ja jeder in der Gruppe sozusagen eine andere Rolle übernimmt. And they begin to learn by that everyone teach everyone. Und sie fangen dann an zu lernen, indem jeder jeden unterrichtet. And people in the middle of the desert finish the course of Harvard University and Stanford University in 100%. Und Leute mitten in der Wüste von Israel schließen jetzt diese Kurse von Harvard Universität und Stanford mit 100% ab. You need to understand, when we teach in a way the teacher teach the student, Sie müssen verstehen, wenn wir auf eine Art it's a unterrichten, very weak process. wo der Lehrer den Schüler unterrichtet, dann ist das ein sehr, sehr schwacher Prozess. Because he use only the textbooks. Denn die nehmen ja nur die Lehrbücher als They Referenz. most of the teacher and the student doesn't know about the knowledge that exists around them. Und die meisten Lehrer und Schüler, die kennen gar nicht das Wissen, was da drumherum existiert. But when you open all the knowledge and you give the option to the teacher not only to teach, to be a student, to learn with the teacher, with the student, it's become a totally new way of learning. Wenn man jetzt aber das gesamte Wissen öffnet und den Lehrern die Möglichkeit gibt, gemeinsam mit den Schülern zu ändern, dann ist das etwas völlig anderes. And I give you this example. This is a good example. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. We have in Israel a very big competition. Wir haben in Israel einen großen Wettbewerb. And it's a computer competition. Und das ist ein Wettbewerb am Computer, It's called a cyber competition. also sozusagen ein All the Cyberwettbewerb. big companies in the world looking there to see who is the strong student there, because immediately they want to earn them. Und die ganzen Firmen, also Firmen aus der ganzen Welt schauen auf diesen Wettbewerb und holen sich sozusagen die dort am besten abschneiden. This is the team that win last year. Und das hier ist das Team, das letztes Jahr gewonnen hat. They are from one of our democratic school, but this is not important. Die sind von einer demokratischen Schule, das ist aber nicht so wichtig. The most important in this story is they didn't have a teacher. Das Wichtigste an dieser Geschichte ist, dass sie keinen Lehrer hatten. This teacher, Dieser Lehrer hier, this is their teacher, but is the teacher of design. He doesn't know computer at all. das ist das ist zwar der Lehrer dieser Klasse, aber das ist ein Designlehrer, And when I talk with them later, and they say, we know that we will be the best. Und als ich später mit ihnen gesprochen hatten, haben sie gesagt, wir wussten, dass wir die Besten sein würden. I asked him, how you know that you will be number one in the competition? Und da habe ich
sie gefragt, aber woher wusstet ihr, dass ihr They das said, sein würdet? it was clear. Das war doch, dann sagten sie, das war doch klar. We know the textbooks of the classes, other classes. Wir kennen die Lehrbücher der ganzen anderen Klassen. And we learn in the world, in the MOOCs, in other knowledge, and we know what they try to do, and we do better. Und wir lernen aber über die MOOCs, wir lernen über das ganze Wissen von der ganzen Welt und da ist klar, dass das besser sein würde. So, what I try to show to you, Was ich versuche Ihnen zu it's two zeigen, things. One is about the democratic schools. das sind zwei Dinge. This is holistic process. Das eine ist über demokratische Schulen. That I think I cannot send my kids not to democratic school. Dass das ein gesamtheitlicher Prozess ist und pardon the last thing? I don't know. Oh, also dass ich meine Kinder auf eine demokratische Schule schicken kann. But the other things, when we take the ideas of democratic education Das andere aber, dass wir die Ideen aus der and put them demokratischen in the Entwicklung traditional classes, it's like a magic. und sie in traditionelle Klassen reintun, dann ist das wie Magie. And we call it, to understand it, it's from moving from a teaching-based school Also wir bewegen uns sozusagen von einer unterrichtsbasierten Schule to a learning-based school. zu einer lernbasierten Schule. From school that believe that children cannot learn without teaching, Von Schulen, die glauben, dass die Schüler nicht ohne Lehrer lernen können, to understand that the knowledge comes from the world, from the internet, from the other people that exist in the world. zum Verständnis, also dazu hin zu verstehen, dass das Wissen von der Welt kommt, von den anderen Menschen, vom Internet. And the teacher become like making the networking. Und der Lehrer wird dann zu demjenigen, der das Netzwerken, also das Vernetzen unter den Schülern unterstützt. I will explain it more. Ich werde es noch genauer erklären. I don't know what the situation with the time. Wie sieht es denn mit der Zeit aus? What is the situation? Up? 3:20. Tell me the 3:30? Okay. Okay. Whatever makes you happy. So, in traditional schools, they believe that the student cannot learn nothing without someone teaching. In traditionellen Schulen glaubt man daran, dass die Schüler nichts lernen können, wenn es dann jemanden gibt, der unterrichtet. But if you talk with your student, Wenn Sie aber mit Ihren Schülern and I think sprechen, about all the students that exist today in the world, und ich denke da an alle Schüler auf der ganzen Welt, you can say that most of the time they learn from YouTube, new things. dann werden die meisten sagen, dass sie von YouTube lernen, und zwar zwei But they Dinge. can learn also from their grandfather, from grandmother, from their parents. They learn from a lot of, not only by teacher. Sie lernen aber auch von Großvater, Großmutter, von ihren Eltern, von ganz vielen, nicht keineswegs nur vom Lehrer. So, when we are looking about what is learning-based school, Wenn wir also schauen, was eine lernbasierte Schule we ist, say that we can put in this area all the goals of the learning. dann können wir hier all die Ziele, all die Lernziele And it hin. can be very traditional school and they take all the goals from the Ministry of Education. Und man kann eine traditionelle Schule nehmen und die ganzen Ziele, also die ganzen Lernziele aus der, für die Bildung. And near the goal, you have a way of you want to check the results. Und in der Nähe des Ziels hat man dann, wie man das Ergebnis prüfen kann. Test, project-based learning, do it what you want to do. Also Prüfungen, projektbasiertes Lernen, machen wir es auf welche Art Sie So, wollen. here's the goals. Hier sind also die Ziele. And you say, this is the kids, Und dann sagt man, hier sind die Schüler. the student. Die Schüler. So, every student can choose his way to achieve this goal. Jeder Schüler oder jedes Kind kann dann seinen oder ihren Weg selbst wählen, wie sie dieses Ziel erreichen. Some students choose, they think that the best way if they take traditional teacher that tell them exactly what to do.
Und manche Schüler werden tatsächlich den traditionellen Weg wählen, bei dem ein Lehrer ihnen sagt, was man tun soll. But other students say, why? I can go to the YouTube and learn and then go to the exams and finish. Und andere sagen aber, ja, warum denn? Ich kann das auf YouTube lernen und dann gehe ich zur Prüfung und schließe es ab. Or some people say, oh, in English, I come now from United States. I speak English fluently. Why to sit in the classroom? I jump to the exam and I finish this subject. Und der Nächste sagt vielleicht, naja, Englisch, ich komme gerade aus Amerika, ich kann das, und der geht direkt in die Prüfung und besteht sie. So when we think about classroom and learning-based school, the school need to change. Wenn wir also über lernbasierte Schulen sprechen, dann muss sich die Schule verändern. Not only change by pedagogic and also what it means the physical way of schooling. Und da muss sich nicht nur die Pädagogik verändern, sondern es muss sich auch verändern, wie das Ganze physisch So aufgebaut this ist. is the traditional way of teaching. Yeah, the teacher come with a good blue materials. Also so sieht es in einem traditionellen Klassenzimmer aus. Der Lehrer And push the blue materials to everyone, and this is successful classroom. Yeah? der kommt also mit seinen schönen blauen Materialien daher und schiebt dann diese blauen Materialien den ganzen And then it's drauf, und das ist dann erfolgreich. And this is the way it's reasonable to do this way. Und das macht Sinn, das so zu machen. But if we believe that every student brings different things, Wenn wir jetzt aber daran glauben, dass jeder Schüler andere have a different mitbringt, color, eine andere Farbe, so why they need to sit like this? warum müssen sie denn dann so in so einer What's the Ordnung big idea sitzen? if you see the head of someone that sits in front of you? Wo man, wenn man hinter jemandem sitzt, sozusagen nur den Hinterkopf von seinem Vordermann oder von seiner Vorderfrau So sieht. let's make a circle. But if we make a circle, why we need this whiteboard here? Let's put the whiteboard all over the classroom. Also machen wir einen Kreis, und dann macht es ja keinen Sinn mehr, eine Tafel vorne zu haben, sondern man macht dann überall an der And then- Klasse Tafeln. Children can go in a small group and one teach another. Und dann können sich die Schüler in kleinen Gruppen zusammenfinden und sich jeweils gegenseitig unterrichten. And we can play and say, okay, the teacher teach here, but here it's a learning process. Und wir können dann auch spielen und sagen zum Beispiel hier, also rechts in dem Bild, da unterrichtet ein Lehrer und links ist also ein anderer Lernprozess. So this is how we begin to do these classes in Israel. It was easy to put all the flow places and you can see children begin to teach students. So haben wir das in Israel gemacht. Also die Leute, die sind dann in den verschiedenen Bereichen und unterrichten sich letztendlich auch gegenseitig. Or we do it in a different ways, Oder but auch we auf make a andere small. But Mit so it's kleinen very Tafeln. interesting this picture because the student that take this picture find that the teacher is not in the classroom. Und das hier ist ein interessantes Bild, weil der They Schüler... begin to learn. When you are learning, you are in a passion. Pardon? When you are learning is in passion. You don't Also need man lernt da leidenschaftlich. another picture and then come this classroom. This classroom is a very big story because we begin to do a different classes in Israel. We open, it was 2 classes. We break the wall between the classes, and in this class we have now 80 students with our teacher that teach one another. Und also dieses Bild hier, das ist ein besonderes Beispiel. Das waren ursprünglich 2 Klassenzimmer. Da wurde dann eine Wand rausgenommen. Und jetzt hat man in diesem einen Klassenzimmer 80 Schüler, die ohne einen Lehrer lernen. And we begin to do a lot of experience inside schools to change the environment inside schools. So Und wir machen da verschiedene Experimente, wie wir die Umgebung in den Schulen verändern können. in this classroom we put this way of sitting and we look what happened. Also It was very interesting. in dieser Klasse beispielsweise haben wir diese etwas ungewöhnliche Sitzgelegenheit eingeführt und dann geschaut, ja, was passiert denn dann, wenn wir das so machen? And so we need to build a school that it's totally new environment, not a teaching by a learning environment. Wir müssen also eine Schule erschaffen, die eine ganz andere Umgebung anbietet. Nicht eine Unterrichtsumgebung, sondern eine Lernumgebung. And a lot of schools begin to make a makerspace. I don't know, you have also a makerspace. Also es gibt dann viele Schulen, die so eine Art Werkraum machen, wo man Sachen bauen kann. Ich weiß nicht, ob es das an diesen Schulen hier auch, also in den Schulen hier in Deutschland auch gibt. And
it's very, very interesting what happened in the last years in Israel. A lot of schools broke the school and try to build it from the beginning. This is a school in a very poor area. This is the principle of the school. This was like the cafeteria. And they begin to build different school. They write on the tables, they write on the walls. Everything become like a common workplace, if you know. Also in Israel ist es so, dass sich die Schulen ganz neu erfinden. Also das ist eine ganz große Veränderung. Und die Bilder, die wir hier sehen, das ist eine Schule in einer sehr, sehr armen Gegend. Man sieht in dem Bild links unten auch die Direktorin und im Hintergrund, das war früher die Cafeteria. Und es wird dann eben auf den Tischen gemalt und so weiter. And then we begin to build the new schools from the beginning. Until now I show you how we change schools. Und das sind Schulen, die wir verändert haben. Und jetzt fangen wir aber auch an, von Grund auf ganz neue Schulen zu bauen. And the new schools begin to look like this. I don't know if I understand that you don't know exactly what is WeWork. WeWork is a co-working place of startups in Israel. Not in Israel, all over the world. Also was man hier sieht, das ist angelehnt an sogenannte Coworking Spaces, wo Leute praktisch zusammen sich ein Büro teilen. Und so sollen jetzt auch Schulen aussehen. In every box like this is in different startup companies, but the idea is to make a partnership with different companies, to make a dialogue between them. Da ist es praktisch so, dass jede Firma ihren eigenen Bereich hat und dann gibt es aber einen großen Bereich, wo die Firmen auch miteinander netzwerken können. So, what we begin to do now in different countries, we begin to put children inside the co-place of a working place. Was wir jetzt in verschiedenen Ländern machen, ist, dass wir Kinder in solche Coworking Areas oder Coworking Büros mit dazu tun oder reintun. This is in Manhattan, but it's very interesting. They put adults and children together, parents and learning. In one side, the parents work, and on one side, they work. They have a small school together. Und das ist ein Beispiel aus Manhattan. Und das Interessante daran ist aber Folgendes, dass hier Erwachsene und Kinder zusammenarbeiten. Es ist so, dass die Eltern in diesem gleichen Gebäude praktisch arbeiten und die Kinder dort dann lernen. And this is also a new school that you see. This is the new kind of school that you can see today in most of the world. I bring this picture, I tell you why. Also das hier ist auch eine neue Schule und es gibt auf der ganzen Welt neue Schulen, die in etwa, also jetzt vergleichbar mit dem hier aussehen. Ich zeige Ihnen das aus einem bestimmten Grund. I was yesterday in your high school. Ich war gestern in einer neuen, also in your city. Also in der Gymnasium hier in Augsburg. Yeah, in Gymnasium. And I found a very close relationship between the student and the teacher, and I feel great with this. Und was ich da gefunden habe, war, dass es eine sehr, sehr gute Beziehung zwischen den Lehrern und den Schülern gibt. Und das ist, da freue ich mich sehr gut. Das ist sehr schön für mich. But the building, I was shocked. You are German. You are one of the rich countries in the world. How it can be? And people tell me it's not exist money. How it can be? Als ich mir das Gebäude angeschaut habe, dachte ich mir, das kann doch gar nicht sein. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt. Und wie kann es sein, dass dann ein Schulgebäude so aussieht? It's from my point of view, to send the kids to such a places, it's not to respect no one, not the teacher, not the student, not the parents. It's unrespectable. Also aus meiner Perspektive ist es so, also Kinder und auch Lehrer an so einen Platz zu schicken, das ist respektlos. And that's the reason that I bring you. I will show you how it looks outside this school that we built in the south of Israel. This is the outside. Also das hier, so sieht es bei dieser Schule, die wir da in Israel gerade bauen, von außen aus. And we build it, it's a new place, we plan it. I'm the CEO of an organization that's called Education City, and we plan new traditional schools, not democratic schools.
And the idea is that here we have two elementary school, one high school, and this is a co-working place of the church that is here. And it's a place that you can live. You cannot make like a prison like 50 years ago. It cannot be. Also das ist ja ein Beispiel. Ich bin auch Geschäftsführer von einer Firma, die das gerade plant. Und das ist jetzt nicht nur eine Schule, und es ist auch eine traditionelle Schule, das kommt noch dazu. Da ist sowohl eine Grundschule als auch eine weiterführende Schule. Dann gibt es Coworking Areas. Und ich kann gar nicht verstehen, wie man heute noch Kinder in Schulen schicken kann, die aussehen wie Gefängnisse. So, in the end, I want to show you another things that we are doing inside the cities, because we believe that moving from pyramid to network, to a networking way, is also in traditional cities, school is not connected to other schools. Und, they compete with one another. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, das ist, dass wenn man sozusagen jetzt diese neuen Schulen hervorbringt, auch die Art, wie die Städte aufgebaut sind, teilweise nicht mehr funktioniert, weil in Städten ist es oft so, dass die verschiedenen Schulen eigentlich eher in Konkurrenz miteinander stehen. And we call it education cities. Was wir jetzt schaffen, sind Bildungsstädte. And the first idea is that we make connection between schools. Und die erste Idee ist, dass wir Verbindungen zwischen den Schulen erschaffen. So we don't need that all the schools will be the same. We can do different schools and the children can move between schools. Also wir wollen natürlich nicht, dass die Schulen jetzt alle gleich sind, sondern wir wollen unterschiedliche Schulen haben und dass die Kinder sich zwischen den Schulen frei bewegen können. Because the idea is to find what is the best to the child, not to what is the best, I don't know, to someone that we don't know who is this. Und der Hintergrund davon ist, dass wir herausfinden wollen, was ist das Beste für ein Kind. Nicht sozusagen eine Vorstellung darüber, was das Beste sein könnte, die irgendjemand haben könnte. And then we make connection between the private businesses, factories, social companies, hospital, and make a network with them and the schools. Und dann schaffen wir ein Netzwerk zwischen privaten Unternehmen, zwischen Krankenhäusern, zwischen ganz verschiedenen Unternehmen und Bereichen des öffentlichen Lebens und verbinden die alle untereinander und mit den Schulen. I give example in my city we have the biggest power station of Israel. Also und Fabriken. Ich gebe ein Beispiel, in meiner Stadt da haben wir das größte Kraftwerk. The learning around energy is in the power station. Und wenn es jetzt um Lernen über Energieerzeugung geht, dann ist das natürlich in diesem Kraftwerk. So let's summarize what I say to you. I say to you, from my point of view, only one thing. Also wir machen eine Zusammenfassung. Ich sage Ihnen eine Sache aus meiner The world moving from a pyramid to networking. From a place. Die Welt, die geht von Pyramide zum Netzwerken, von einem Platz. From a place that want to see all of us the same. Von einem Platz, wo wir alle als gleich angesehen werden. And the best is who is the ideal, like the goal of the same. Und der Beste in diesem System ist dann, der halt diesem Ziel, das für alle gleich ist, am besten entspricht. To the world of networking. Zu der Welt des Netzwerkens. That the major things is different, is beautiful. Weil die Grundlage ist, dass Verschiedenheit wunderschön ist. I think this is if I have a goal of the human being at all. Wenn ich ein Ziel für die Menschheit habe, irgendein Ziel. The goal is how we begin to believe and act as people that believe that different is beautiful. Dann ist das, dass wir anfangen, auf der Grundlage von unterschiedlich ist schön, sowohl zu denken als auch zu handeln. We don't need to be the same, not as a person and not as a culture. Wir müssen nicht alle gleich sein, weder als Person noch als Kultur.
I want to come to your city and see that your city is the only one like this in the world. Ich möchte in Ihre Stadt kommen und sehen, dass das die einzige Stadt ist auf der ganzen Welt, die genau so ist wie diese Stadt. Because this is make me interesting. I want that you will be different. I want to learn from you. I can learn from you only if you are different than me. Denn dann ist es für mich interessant. Ich möchte von Ihnen lernen und ich kann nur dann von Ihnen lernen, wenn Sie anders sind als ich. And then I think the world become much more safe. Und dann wird die Welt, glaube ich, sehr viel sicherer werden. So thank you. Danke.